Hey, allgemeine Rock'n'Roll. So, was kann es Besseres geben, als den Jahresabschluss mal eben noch mit einer brüllenden LC4 zu verabschieden oder beziehungsweise anzufangen. Gerade auch, wenn ein Big Bore Motor drin steckt. Ja, war der letzte dieses Jahr, 2018, und liegen zwar noch ein paar, aber ne, heute, am 31.12., kriegt ihr nicht mehr fertig. Ja, wie alle mache ich natürlich jetzt auch kurz einen Jahresrückblick und einen Ausblick aufs neue Jahr. Und ja, der Rückblick von diesem Jahr ist schnell erzählt. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ja, und ansonsten haben wir noch weit über 30 Motoren hier rausgekriegt. Also das haben wir dann noch ganz gut koordiniert bekommen. Aber es hätte natürlich noch, ja, an meinem Dafürhalten noch ein bisschen mehr werden können. Aber wie gesagt, ne, ich habe nur 2, beziehungsweise wir haben nur 4 Hände, Chevin und ich. Und daher muss das alles ein bisschen Step by Step gehen. So, aber was 2019 kommt, das seht ihr jetzt. Und naja, ich muss mich noch ein bisschen entschuldigen, weil ich wollte euch natürlich auch ein paar Weihnachtsgrüße senden. Ne? Also, und nicht jetzt auf dem letzten Drücker euch noch einen schönen und guten Rutsch wünschen. Aber leider hat uns Weihnachten eine Magen-Darm-Grippe da niedergerafft. Also richtig gerafft. Ich lag mindestens 2 Tage flach im Bett, ging gar nichts mehr. Und die Chevin, ja, rutscht jetzt so ein bisschen hinterher. Jetzt konnte die mich betüddeln und jetzt liegt sie flach und jetzt muss ich das gleich wieder machen. Also daher muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen mit dem Video hier. Gut. Ja, was kommt 2019? Das sehen wir jetzt. Ja, unsere Projekte 2019. Eins davon steht hinter mir oder hier auf der Bühne und das ist halt eine KTM Duke 96R von Baujahr 2017. Flatschneues Teil, also noch nie quasi zugelassen. Ist ein Gemeinschaftsprojekt von einem KTM-Händler aus Dinkelsbühl, der Firma Yeti Extreme. Und wir kennen uns schon was länger und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und was machen wir? Und die Idee ist dann geboren, wir versuchen auch mal auf diesen, naja, wie soll man nennen, Hype aufzuspringen, der momentan ja, stattfindet, und zwar diese Achtelmeile-Rennergeschichte. Ist schon gut belegt, dieses Thema. Einzelländer gibt es da auch, aber noch nicht so viel. Und wir wollten natürlich jetzt mal in der Richtung ein richtiges, ja, wie soll man nennen, Hardcore-Gerät für Einzylinder bauen. Ja. Als Basis hat man uns dann hier diese Duke gegeben. Und ja, der Motor ist ja schon alleine für sich potent. Das wisst ihr ja, Folge 13 habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ich blende es mal oben ein, wer noch nicht. Also 87 Pferde ohne Probleme im Serienmotor sind da zu finden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da geht ja noch schnell ordentlich was voran. Aber wir wissen ja, je mehr oder je stärker die Motoren schon ab Werk kommen, umso ausgereizter ist das ja schon ab Werk. Und es wird dann immer schwieriger, da noch wieder einen oben drauf zu setzen. Warum einen draufsetzen? Weil im Lastenheft steht für dieses Fahrzeug, das rollt hier nicht raus unter 100 PS. Ja, also die magische dreistellige Zahl muss geknackt werden oder wir lassen es. Ja? Also es wird natürlich noch alles andere umgebaut. Also ich werde auch selber einen komplett eigenen Auspuff bauen, nach meinen Vorstellungen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Anderes natürlich kurzes Heck, anderer Tank, Stummel kommt da drauf, vielleicht auch eine Verkleidung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich längere Schwinge und. Elektronisch tut sich da natürlich auch was, weil ihr habt ja gesehen, das ist alles raus. Also ABS ist raus, Luftsekundärsystem fliegt natürlich auch raus, klar. Und das ganze OBD-Gekrimse, was da drin ist, das geht mit TFT-Display alles in den Karton. Daher würden wir dann auch arge Probleme mit dem Originalsteuergerät kriegen. Also haben wir gesagt, dann schmeißen wir es mit raus, ne? Denn wir haben hier was Neues von der Firma Ignijet mal wieder. Ein komplett programmierbares Steuergerät für die Euro 4 Modelle mit
allem Zick und Zack, was man sich vorstellen kann. Also alles, was der Renner so braucht, ne, für den Heimgebrauch. Speedlimiter, Launch Control, Quickshifter bzw. Schaltautomat und. Und das können wir hier natürlich alles so einstellen, wie wir das wollen, ohne großartigen Einbruch ins Originalsteuergerät. Brauchen wir alles nicht, das Ding reingesteckt, Feierabend. Ja, das wäre Projekt 1 oder Hauptprojekt für nächstes Jahr. Und Projekt 2, inspiriert durch das letzte Video mit dem Tecmo-Krümmer, hat natürlich auch mit Krümmern zu tun. So, ihr kennt bestimmt, oder wer unsere Filme oder Videos verfolgt, kennt bestimmt meinen wunderschönen Testkrümmer, ja, für die SMCR und 701 Modelle, ne, mit meiner selbst gebastelten Bomb. Ein uralter Krümmer, ich glaube von der 96, Baujahr 2009 oder so. Und den hatte ich ja einfach mal testweise mit diesem, ja, mit der Dose ausgestattet. Normalerweise brauche ich den ja nur, um hier meine Lambda-Sonnen anzuschließen. Aber da dachte ich, naja gut, wir haben den Test mit dem Krümmer gemacht, mit dem Tecmo-Krümmer, haben den dann mal als Vergleichstest genommen und dachte ich, okay, sowas kann man natürlich nicht bauen und verkaufen. Sieht scheiße aus. Versuchen wir es mal in schön. Und da habe ich dann mir erstmal einen Original 701 Krümmer besorgt, beziehungsweise einen KTM Krümmer von der 2016, aber die sind ja eh identisch. Und habe mal versucht, was etwas schöner zu bauen. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Sieht eher aus wie ein heißes Würstchen. Aber er ist halt nicht im Weg, wenn ich ihn drauf baue. Also ihr würdet euch jetzt nicht die Kniescheibe noch mehr verbrennen, als was er eh schon tut an den Krümmern. Dementsprechend aber hier als Test mal, um zu gucken, Volumen, Länge, wie wirkt sich so eine Bombe überhaupt auf das ganze Fahrverhalten eines Motors aus? Was tut sich dabei? Bringt so überhaupt was? Oder was bringt es vom Originalkrümmer einfach nur so ein Ding drauf zu schweißen? Was passiert da, ne? Mit den Überdruckwellen, Unterdruckwellen und. Das werden wir dann auch weiter verfolgen und euch natürlich auch im Video oder in Videos, wahrscheinlich in mehreren Folgen, zeigen. Gut, das waren die Projekte 2019, also die Hauptprojekte. Es kommt natürlich noch wesentlich mehr, aber das zeige ich euch gleich, denn jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich den Videos 2019. Bis gleich. Ja, Videoreihen 2019 gibt es erstmal 3 wichtige Grundpfeiler, die nächstes Jahr kommen sollen. Aber das ist erstmal A, natürlich die endlich oder kommende Sonderfolge Teil 2 für die Racing-Modelle. Also alles im Supermotorbereich, 560, 525 SMR. Da haben wir jetzt aber endlich mal einen Motor, den ich auch dafür benutzen kann, um hier dementsprechend euch das filmisch aufzuarbeiten. Was auch noch kommen soll, das ist aber ein bisschen schwerer, ist die LC4-Reihe. Also alles um diesen Motor, da das aber natürlich dann ja, eine riesige Bandbreite hat, weil der Motor ja schon mal länger gebaut worden ist, muss ich das erstmal vernünftig strukturieren. Und naja, also ein Grundgerüst ist da, die Idee ist geboren, das Grundgerüst ist da, also man kann starten. Ne? Sehen wir dann auch 2019, wie es aussieht. Dann als drittes natürlich alles über den Renner dann, ne, ist klar, wir werden da immer wieder sukzessive im Video raushauen, wie ist der Stand der Dinge, wie geht es weiter, was machen wir jetzt, was hat nicht funktioniert und. Ne? Also da halten wir euch schön auf dem Laufenden, damit ihr auch wisst, wie es dem Apparat gerade so geht. Ja, und dann haben wir noch eine Idee, ob die wirklich funktioniert, wissen wir natürlich nicht, aber da könnt ihr uns gerne auch mal die Kommentare oder in den Kommentaren was reinschreiben zu, ne, oder eure Meinung ist gefragt. Wir hatten ja auch im letzten Tecmo-Video einen Gast hier, den Max. Der hatte uns ja sein Motorrad zur Verfügung gestellt und war ja auch ein bisschen umgebaut. Und da ist die Idee geboren, wir würden einfach mal eure Motorräder vorstellen. Ja, das heißt, ihr kommt mal vorbei, wenn ihr irgendwo natürlich einen recht außergewöhnlichen Motorradumbau zu Hause habt. Ja, und wir sollen den mal vorstellen.
mit allem Zick und Zack und auch Leistungsmessung, Abgasmessung, wie auch immer. Aber natürlich nicht eine SMCR mit einem Remus und einem PP-Deckel, sondern schon, das sollte schon was Außergewöhnliches sein. Ne? Ja, das ist schön für euch, schön für uns und auch schön für die Community. Da haben wir was zu gucken und wir schauen uns mal an, was ihr da so alles Geiles gebaut habt. Ja? So, und da war aber noch was. Ja, das kommt jetzt. Ja, und was gibt es noch neu? Es gibt neu, beziehungsweise erstmal reden wir über das, was alt ist und was weggeht. Und zwar, das ist unser Prüfstand. Ja? Der gute alte Ammerschläger P4 hat bei uns hier ausgedient, geht aber dann so wie er ist an Händlerkollegen Anfang oder Mitte Januar. Daher kommt er gute Hände und ja, ist ja auch nichts dran. Für uns leider nicht mehr so weiter zu gebrauchen, weil er ist einfach zu klein. Zu klein im Sinne, er kann nicht genug messen. Also er ist bei 100 PS, ist der Feierabend. Und daher haben wir dann gesagt, wir haben so viele Anfragen wegen 97 Tuning, also 97 Duke, 1290 Super Duke, GT 1290 und 990. Und also das nimmt immer mehr oder immer größere Formen an, dass wir gesagt haben, was soll man machen? Wir müssen nachrüsten. Ja? So, gerade auch für uns ja wichtig, weil ja, wenn wir die Motorenteile alle unterwegs haben beim Bearbeiter, ist ja hier erstmal so eine Art Leerlauf und den können wir natürlich sehr gut wieder zusammenpressen oder füllen mit vernünftigen Tagen der Prüfstandsläufe. Daraufhin haben wir uns natürlich lange überlegt, was kaufen wir oder was holen wir und sind dann aber dann doch schlussendlich wieder beim Marktführer gelandet, bei der Firma Dynojet. Lag ja auch nahe, weil die Power Commander kommen ja auch daher und dementsprechend halt auch die Prüfstände von dem deutschen Importeur, der Firma Micron, wo wir ja auch die Power Commander von beziehen. Daher war klar, was passiert. Wir also runter nach Fürth zur Firma Micron und haben da alles klar gemacht. Ein paar Teile, ne, also die komplette Kiste und die Rolle ist schon hier, also die Standardrolle. Alles andere kommt noch flatschneu aus USA, kommt jetzt wohl im Hafen an und wird so Mitte, Ende Januar dann bei uns sein. Daher wird es ein bisschen dauern, bis der neue Prüfstand dann auch aufgebaut ist. Das ist ja ein bisschen was mehr. Vor allen Dingen hat er dann auch eine Wirbelstrombremse, womit wir dann auch hier vor Ort komplette Maps mit Last einfahren können. Natürlich auch für mich eine große Entlastung, weil ich muss das nicht immer auf der Straße machen. Ne? Auch klar. Ja, und dann muss natürlich endlich die Kiste drum gebaut werden. Deswegen haben wir uns da auch noch so ein bisschen gescheut, weil wir nicht wussten, was machen wir jetzt. Und ne, wenn man schon so eine Kiste gebaut hat und dann muss ein größerer Prüfstand rein, kannst du wieder eine Wand abreißen. Daher haben wir da auch noch ein bisschen gewartet. Gut, müssen wir nicht mehr. Wenn alles gut läuft, ist der Mitte Februar komplett einsatzbereit. Das heißt, bis 300 PS mit Wirbelstrombremse können wir also dann hier richtig aufzünden. Dementsprechend dann auch für große, also auch für die großen KTMs und natürlich auch für alle anderen großen 3, 2, 4 Zylinder. So, das war es aber jetzt für dieses Jahr endgültig. Ne? Ihr wisst, ihr kennt das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst ein Abo da und ja, kommt gut rein, rutscht gut rein, trinkt nicht so viel und ja, mein Fenchel Anis Kümmeltee und ich werden uns jetzt wieder ins Bett begeben und noch ein bisschen meinen armen Bauch pflegen und ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr, macht es gut, haut rein und ciao. Ja, also das hier, also das ist eine Senkung, wesentlich